Du bist der Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich umgibst. Das lässt sich leicht beweisen. Rauchen deine Freunde? Rauchst du? Ist da ein Zusammenhang? Siehst du den bei anderen? Gehen deine Freunde gerne aus? Worüber reden deine Freunde? Welche Serien sehen sie? Wie gestalten sie ihre Freizeit? Sind es Zockertypen oder setzt ihr euch abends hin, um die dritte Auflage der Siedler von Catan zu spielen? Das alles machst du, weil du es so gewohnt bist. Und das ist auch ganz lieb und nett und ganz in Ordnung, solange es sich nur um Brettspiele handelt. Aber was ist zum Beispiel mit dem, was du über Geld glaubst? Wurde in deiner Familie immer über reiche Leute gelästert? Habt ihr sie Bonzen genannt? Habt ihr irgendwie gesagt, so wie die wohnen? So viel Geld kann man ja eigentlich nur auf nicht legale Weise machen. Kommt dir das bekannt vor? Sowas ist sehr gefährlich, weil dann speicherst du ab, dass man reich geboren werden muss, dass man eigentlich ja nur kriminell sein kann, wenn man reich ist, dass reiche Menschen nicht glücklich sind und so weiter. Nur ein Beispiel. In meiner Arbeit geht es nicht unbedingt um den Mindset, um reich zu werden. Das, was ich euch vermitteln will, geht darum, wie kannst du glücklich werden. Und ein gutes Auskommen zu haben, sodass man sich nicht ständig Sorgen machen muss, wo das Geld herkommt, ist sicherlich ein Teil davon. Aber hör doch mal an, was andere Leute so über ihr tägliches Leben sagen. Welche Vorbilder hast du beispielsweise aus der Medienwelt? Beziehungsweise, was ziehst du dir so rein auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok? Sind das nur irgendwie Videos, wo jemand über jemand anderen herzieht? Sind das Katastrophenvideos? Wird da rumgelästert? Oder ist es etwas, was deinen Geist höher fliegen lässt, was dich in eine bessere Stimmung bringt? Wie nimmst du das wahr? Warum ist das so, dass das Umfeld dich prägt? Warum sind wir nicht dagegen immun? Ja, okay, das kann man lernen. Aber wir haben halt von Kindheit uns irgendwie angeguckt, dass Menschen, die sich so verhalten wie ihre Umgebung, besser wegkommen. Wenn du irgendwie lieb bist, wird deine Mutter dich in den Arm nehmen, dich anlächeln. Du siehst das Lächeln. Wenn du dich in ihren Augen falsch verhältst, dann wirst du nicht angelächelt. Vielleicht wirst du links liegen gelassen. Ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass Eltern Monster sind und dass gute Eltern sowas nicht machen würden. Das ist einfach im Alltag der Kindererziehung, im Stress, passiert sowas völlig unkontrolliert, ohne dass ich jetzt dafür Müttern oder Vätern die Schuld geben möchte. Es vereinfacht das Zusammenleben. Und die Natur hat uns so programmiert, dass wir in den schweren Kinderjahren überleben. Und das funktioniert, indem wir uns anpassen. Da gibt es aber Beispiele, wo die Anpassung kontraproduktiv ist und wo sie uns bremst, uns weiterzuentwickeln. Habt ihr mal die Geschichte gehört von dem Elefanten? Ein kleiner Elefant wächst in der Nähe von Menschen auf und wird an einem Stock festgebunden, mit einem Seil um den Hals. Der Elefant versucht natürlich, sich davon zu befreien, aber merkt, dieser Stock im Boden ist einfach stärker als er und er versucht es gar nicht weiter, sich loszumachen, wegzurennen. Und der Elefant wird natürlich größer, aber er versucht es gar nicht weiter, sich aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Er hat gelernt, dass er das nicht kann. Und obwohl er jetzt mit einer einzigen Kopfbewegung vermutlich diesen Stock aus dem Boden reißen könnte, macht er das nicht. Er hat es so gelernt und er ist auf dieser Phase stehen geblieben. Und vielleicht seht ihr das auch in eurem Umfeld. Da gibt es Familien, wo sich Mutter und Tochter und Vater und Sohn wie auf ein Haar gleichen, wo sie die gleichen Interessen haben, zusammen in den Urlaub fahren, die gleichen Vokabeln, die gleichen Wörter benutzen, wo der Sohn ein perfektes Abbild seines Vaters ist, in seinem Verhalten, in seiner Berufswahl. Mich macht so etwas immer unheimlich traurig. Nicht, weil ich dem Vater nicht gönne, dass er so wahnsinnig stolz auf seinen Sohn ist, wie gut er geraten ist,
Aber ich denke dann immer, wer bist du eigentlich, Sohn? Hast du keine eigene Persönlichkeit? Und du, Tochter, warum hast du die gleichen Klamotten an wie deine Mutter? Und hast auch ihren Körperbau gleich mit übernommen, obwohl du 20 bist und die Mutter nur mal 50. Warum machen solche Leute das? Einfach, um sicher zu gehen. Sie wissen, dass sie geliebt werden, wenn sie sich so verhalten wie die Eltern. Sie denken, sie honorieren damit die Art und Weise, wie die Eltern leben. Das wäre ja nun alles in Ordnung, wenn wir uns nach wie vor im Höhlenzeitalter bewegen würden, wo es nun außer Feuer machen und Jagen und vielleicht später Getreideanbau nicht viel Abwechslung gibt. Aber schaut doch mal, wie sich die Welt verändert hat. Die Welt von heute ist nicht mehr die vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren gab es noch nicht mal YouTube. Ich weiß noch, wie ich meinen Kindern das erste Mal YouTube gezeigt habe. Es war Bohemian Rhapsody von den Muppets. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich, obwohl ich jetzt schon Mitte 50 bin, nicht stehen geblieben bin. Auch wenn ich natürlich meine Eltern liebe und ehre. Für mich war es ganz klar, ich musste mit 18 ausziehen. Ich musste etwas Neues entdecken. Ich habe das nie so gesehen, dass ich mich lösen wollte. Ich wollte gar nicht weg, aber ich wollte irgendwo hin. Und du? Wie sieht's aus mit dir? Lebst du das Leben, was du leben willst? Oder lebst du vielleicht das Leben, um unbewusst anderen zu gefallen? Es gibt super viele Fälle, wo Menschen sagen, ja, natürlich würde ich gern was aus meinem Leben machen. Aber guck mal, mein Bruder ist jetzt seit 5 Jahren arbeitslos. Und meine Eltern kommen gerade so über die Runden. Da kann ich jetzt nicht plötzlich irgendwie der reichere Bonze sein und auf einmal finanziell unabhängig und glücklich. Das kann ich denen doch nicht antun. So, aber überleg mal, wenn du das überwinden könntest. Wenn du sagen könntest, das, was mein Bruder macht, ich wünsche ihm das anders, aber das ist sein Leben, er ist erwachsen. Das, was meine Eltern gemacht haben, ist alles toll. Sie sind eine andere Generation und sie haben das Beste aus ihrem Leben gemacht und sie haben mir gegeben, was sie konnten. Sie haben ihren Teil getan, dass ich jetzt an dieser Position bin. Lass das so stehen. Du musst das nicht kritisieren, du musst auch nicht rebellisch werden, du musst das auch nicht herabwürdigen, gar nicht. Lass das so stehen, was mit deinen Eltern ist, was mit deinen Geschwistern ist, was mit deinen Freunden ist, die du seit Schulzeiten noch kennst. Das ist alles in Ordnung. Aber wo willst du hin? Und kannst du dich nicht ein bisschen zumindest gedanklich lösen? Du musst ja nicht gleich in eine andere Stadt ziehen. Obwohl ich da genug Beispiele kenne, wo Kinder von einem schwierigen Elternhaus so weit weg wie möglich gegangen sind. Nach Japan zum Studieren, einfach in die Welt gegangen sind und jetzt in Indonesien oder in Thailand leben, weil sie sagen, das ist weit genug weg, dass ich nicht besucht werde. Und früher haben sie sich gesagt, da ruft mich auch keiner an. Das ist ja viel zu teuer. Tja, jetzt gibt es natürlich WhatsApp-Call oder Call über Wi-Fi. Dumm gelaufen. Du kannst so weit weggehen, wie du willst. Du musst dich innerlich lösen von dem, was dich bestimmt hat. Schau mal, deine Eltern haben es ja nur gut gemeint. Sie wollten dir einen Weg zeigen, der für sie funktioniert hat. Das war nun mal der einzige Weg, den sie kennen. Und ich weiß noch, früher hat man jede Art von Self-Help, von Ratschlägen, von Ratgeberbüchern, da hat man irgendwie drüber gelacht. Und
Alles, was spirituell war, das hat man uns in der Schule noch als Sekten beigebracht, wo Menschen ausgebeutet werden, wo sie ihr ganzes Geld abliefern müssen, wo sie mit ihren ganzen Freunden brechen müssen. Ja, und vielleicht war das in der New Age-Bewegung von damals so. Aber wenn ich heute über Bhagwan oder Osho lese, dann war das eigentlich ein ganz cooler Typ. Die Dinge haben sich geändert. Wenn du heute in YouTube reinguckst, dann hast du immer die Wahl. Gucke ich mir Content an, der mir was bringt, der mich zum Nachdenken bringt, der mich zum Lachen, der mich zum Lächeln bringt? Oder gucke ich mir irgendwelche Hater an, die über andere herziehen? Ich selbst, ich bin auf allen Plattformen, zumindest passiv, aktiv. Vielleicht, wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon lange aktiv und haue da guten Content raus. Aber ich kann das alles nicht verstehen, was Menschen in meinem Alter erzählen über soziale Medien. Und wie furchtbar das ist und wie oberflächlich die Leute sind und dass das doch alles nur alberne koreanische Mädchen sind, die irgendwie vor der Kamera rumtanzen, dass das pure Zeitverschwendung ist. Es ist keine Zeitverschwendung. Es kommt darauf an, was du dir anschaust. Wenn du natürlich abends da sitzt und scrollst, bis du nicht mehr einschlafen kannst, dann ist es der falsche Umgang mit sozialen Medien. Ich weiß noch im Studium, ich habe Marketing studiert, der Professor war super cool, Kröberil hieß er, und in seinem Buch hat er dargestellt, wie wir beeinflusst werden natürlich. Marketing ist Beeinflussung. Und dass das natürlich durch das Umfeld geschieht. Aber er hat das damals schon vorhergesehen, dass es zu einem ganz großen Maße über die Medien geschieht. Was wir denken, was wir fühlen. Und heute sind wir da. Heute sind wir nicht der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen wir uns umgeben, sondern wir sind der Durchschnitt all derjenigen, die wir uns anschauen in den sozialen Medien, denen wir folgen. Wir übernehmen unbewusst Redewendungen, Vorurteile, Vorlieben, den Modestil, wenn wir nicht aufpassen. Wenn wir uns nicht immer klar machen, was da gerade passiert. Und deswegen mein Tipp für heute: Schau dir an, wem du da folgst. Schau dir an, mit wem du dich vergleichst. Früher hast du dich mit Mutter und Vater verglichen. Oder hast dich versucht, an deine Lehrer anzupassen oder deinen Chef glücklich zu machen. Oder tust es immer noch. Und du folgst irgendwelchen Leuten, weil du denkst, ja, ich möchte ein bisschen mehr sein wie sie. Guck dir das an. Guck dir an, wer sind deine Vorbilder und was ziehst du da heraus? Guck dir an, wer sind diese Vorbilder und was machen sie mit dir? Und vielleicht schaust du dir an, wie du dich davon lösen kannst und wie du zu dir selbst kommst. Leute, ganz ehrlich, am Anfang ist es super, dass wir uns das abgucken, wie es andere machen. Denn sie können es ja besser. Sie können reden, sie können laufen, sie können anständig essen. Ja, natürlich guckst du dir das an. In der Ausbildung guckst du dir natürlich Dinge ab, um die Prüfung zu bestehen. Aber der wahre Meister ist nur der, der über das hinaus wächst. Der wahre Meister oder die wahre Meisterin, das sind die Menschen, die sagen, okay, jetzt weiß ich alles das, jetzt nehme ich das alles und dann mache ich etwas Eigenes draus. Und das ist dann die eigene Persönlichkeit. Und ich schätze mal, nur so 5% aller Menschen haben überhaupt eine Persönlichkeit, eine eigene. Bist du dabei oder willst du dahin? Ich sage dir, der Weg dahin lohnt sich. Ich bin diesen Weg auch gegangen und ich bin heute noch nicht fertig. Ja, auch bei mir gab es eine Zeit, da wusste ich gar nicht, wer ich bin. Ich wusste gar nicht, wer da in mir steckt, der raus will. Ich wusste gar nicht, wie ich irgendwo hin wollte, wo ich überhaupt hin wollte. Ich habe einfach nur versucht, dass mich andere akzeptieren. Ich habe einfach nur versucht, dass ich gemocht werde, dass ich geliebt werde. Und so tun das bestimmt viele von uns. Und wie gesagt, es ist eine perfekte Überlebensstrategie. Aber willst du nicht weiter? Willst du nicht woanders hin?
dann achte drauf, welchen Content du dir so reinpfeifst, wem du folgst, ob jetzt auf sozialen Medien oder im richtigen Leben. Ich versuche hier guten Content zu machen und wenn du mir folgst, vielen Dank dafür. Ich werde dich nicht hängen lassen. Also, schau dir hier dieses Video an und klick auf den Button und wir sehen uns bald wieder. Danke.